Bevor wir beginnen, schreibt in die Kommentare, von wo ihr heute Nacht zuhört und wie spät es bei euch ist. Es ist immer faszinierend zu sehen, wie Menschen aus aller Welt zur gleichen Zeit in diese antiken Mysterien eintauchen. Wenn euch diese Reisen in die Vergangenheit gefallen, abonniert den Kanal. Aber nur, wenn ihr wirklich Wert darin findet. In den frühesten Schriften der Menschheit, eingraviert in Tontafeln, die Jahrtausende unter dem Wüstensand schlummerten, finden wir eine bemerkenswerte und rätselhafte Erzählung. Sie spricht nicht von Königen oder Kriegen, sondern von 7 Wesen, den Apkallu, die aus dem urzeitlichen Meer stiegen, um den ersten Menschen die Grundlagen der Zivilisation zu lehren. Wer waren diese Weisen und was verbirgt sich hinter dieser tiefgründigen sumerischen Legende? Guten Abend. Legen Sie sich zurück und lassen Sie die Geräusche der modernen Welt verklingen. Wir begeben uns auf eine Reise weit zurück in der Zeit, an einen Ort, der als Wiege der Zivilisation gilt. Stellen Sie sich das südliche Mesopotamien vor 6000 Jahren, das Land zwischen den Flüssen, dem Euphrat und dem Tigris. Dies ist noch nicht die Welt der gewaltigen Zikurate und geschäftigen Städte. Es ist eine Welt aus Wasser und Schilf, aus brennender Sonne und unvorhersehbaren Fluten. Die Menschen hier leben in kleinen, verstreuten Gemeinschaften. Ihre Häuser sind fragile Gebilde aus gebogenen Schilfbündeln, ihre Tage ein ständiger Kampf ums Überleben. Sie jagen im Marschland, fischen in den trägen Wasserläufen und versuchen, dem fruchtbaren, aber launischen Schlamm erste Ernten abzuringen. Es gibt keine Schrift, die ihre Gedanken bewahren könnte, keine monumentale Architektur, die den Göttern trotzen würde, keine Gesetze, die über das ungeschriebene Recht der kleinen Sippe hinausgehen. Das Leben wird vom Rhythmus der Natur diktiert, von der Aussaat und der Ernte, von den verheerenden Überschwemmungen, die alles mit sich reißen können, und von den Dürreperioden, die das Land in rissigen Lehm verwandeln. Inmitten dieser urwüchsigen Landschaft liegt ein Ort von besonderer Bedeutung, Eridu. Spätere Mythen werden Eridu als die allererste Stadt der Welt bezeichnen, den Ort, an dem das Königtum vom Himmel herabkam. Doch in dieser frühen Dämmerung der Geschichte ist es kaum mehr als eine Ansammlung von Hütten an einer Lagune, die mit dem Persischen Golf verbunden ist. Aber es ist ein heiliger Ort. Hier spüren die Menschen eine besondere Verbindung zum Apsu, dem unendlichen Süßwasserozean, der unter der Erde schlummert und aus dem alles Leben entspringt. Sie verehren einen Gott dieses Wassers, Enki, den Herrn der Weisheit und des Handwerks. Noch ahnen sie nicht, dass aus eben diesem Wasser eine Kraft aufsteigen wird, die ihre Welt für immer verändern wird. Noch ist die Zivilisation nur ein Flüstern im Schilf, ein ungeborener Gedanke im kollektiven Bewusstsein einer Menschheit, die am Rande einer gewaltigen Transformation steht. Die Sonne geht über dem Marschland auf, ihr Licht bricht sich in den endlosen Wasserflächen. Die Bewohner von Eridu beginnen ihren Tag, ihre Bewegungen sind von jahrhundertealter Routine geprägt. Doch an diesem Morgen ist etwas anders. Eine Bewegung an der Oberfläche des Wassers, dort, wo die Lagune in den weiten Golf mündet, zieht ihre Aufmerksamkeit auf sich. Es ist keine Welle, kein bekanntes Tier. Langsam, majestätisch, erhebt sich eine Gestalt aus der Tiefe. Die Menschen weichen zurück, eine Mischung aus Furcht und heiliger Scheu erfasst sie. Die Kreatur, die vor ihnen aus dem Wasser steigt, übersteigt alles, was sie je gesehen oder sich vorgestellt haben. Sie hat den Körper eines gewaltigen Fisches, bedeckt mit schimmernden Schuppen.
Doch unter dem Kopf des Fisches befindet sich ein menschliches Haupt und unter dem Schwanz ragen menschliche Füße hervor. Es ist eine Erscheinung, die zugleich monströs und doch von einer seltsam unergründlichen Intelligenz geprägt ist. Die Gestalt, die spätere Chronisten Oannes nennen werden, bewegt sich auf das trockene Land zu. Sie spricht mit einer menschlichen Stimme. Sie greift nicht an, sie droht nicht, stattdessen beginnt sie zu lehren. Den ganzen Tag über, so berichten es die alten Legenden, unterweist Oannes die staunende Menschheit. Er enthüllt ihnen die Geheimnisse der Schrift, die Ordnung der Zahlen und die Grundlagen der Geometrie. Er lehrt sie, Städte zu gründen, Tempel zu errichten und Gesetze zu formulieren. Er zeigt ihnen, wie man Samen klassifiziert, wie man das Land kultiviert und die Ernte einbringt. Er gibt ihnen alles, was sie für ein zivilisiertes Leben benötigen. Während dieser Zeit, so heißt es, nimmt die Kreatur keine Nahrung zu sich. Sie teilt nur ihr Wissen, ein unendlicher Strom von Weisheit aus dem Abgrund. Als die Sonne am Horizont versinkt und die Sterne aufziehen, kehrt Oannes dorthin zurück, woher er gekommen ist. Er taucht wieder in die Fluten ein und verbringt die Nacht in der Tiefe. Mit dem nächsten Sonnenaufgang wird er wiederkehren. Der erste Lehrer war erschienen und die Menschheit würde nie wieder dieselbe sein. Die beeindruckende Erscheinung des Oannes war nur der Anfang. Er war der Erste, aber er war nicht allein. Die sumerischen und babylonischen Überlieferungen sprechen nicht nur von einem, sondern von 7 dieser Wesen, die vor der großen Flut auf die Erde kamen. Sie sind bekannt unter dem akkadischen Namen Apkallu, was die Weisen oder die Experten bedeutet. Diese 7 Apkallu waren keine Götter im eigentlichen Sinne, sondern eher halbgöttliche Wesen, Abgesandte aus einer anderen Sphäre. Sie dienten Enki, dem Gott der Weisheit, dessen Reich der Apsu war, jener mythische Süßwasserozean unter der Erde. Die Apkallu waren die Verkörperung dieser tiefen, schöpferischen Weisheit. Und ihre Aufgabe war es, die Grundlagen der menschlichen Zivilisation zu errichten. Jeder der 7 vorsintflutlichen Weisen wird in den Keilschrifttexten mit einem der ersten 7 mythischen Könige und deren Städten in Verbindung gebracht. Sie waren die göttlichen Ratgeber, die Architekten, die Gelehrten und die Priester, die den frühen Herrschern zur Seite standen. Sie lehrten die Menschheit nicht nur praktische Fähigkeiten, sondern etablierten auch die Mē, die göttlichen Ordnungen und Dekrete, die das Fundament der kosmischen und gesellschaftlichen Struktur bildeten. Ihre Gestalt, eine Mischung aus Fisch und Mensch, ist von tiefer symbolischer Bedeutung. Sie repräsentiert ihre Herkunft aus der wässrigen Tiefe des Apsu, dem Reich des Wissens, und ihre Mission in der Welt der Menschen. Sie sind Grenzgänger zwischen den Welten, Vermittler zwischen dem Göttlichen und dem Sterblichen. Die Texte beschreiben ihre Taten. Sie halfen beim Bau der Tempel, sie schrieben die ersten Rituale nieder und sie brachten die Kunst der Weissagung und der Heilung. Sie waren die Kulturbringer par excellence, eine Gruppe von Wesen, deren Einfluss so fundamental war, dass die Erinnerung an sie die Jahrtausende überdauerte. Nach ihrer Mission, so glaubte man, kehrten sie in den Apsu zurück. Doch ihr Erbe, die Zivilisation selbst, blieb bei den Menschen. Sie waren die stillen Architekten einer neuen Weltordnung. Wie kann es sein, dass eine so fantastische Geschichte, die Jahrtausende alt ist, bis in unsere Zeit überlebt hat? Die Antwort liegt nicht in vergrabenen Schätzen, sondern in der Macht des geschriebenen Wortes,
eingraviert in Lehm und weitergegeben durch die Generationen von Gelehrten. Unsere detaillierteste Quelle für die Legende von Oannes und den Apkallu verdanken wir einem Mann namens Berossos. Er war kein sumerischer Priester aus der Frühzeit, sondern ein babylonischer Gelehrter, der um das 3. Jahrhundert vor Christus lebte, in einer Zeit, als das babylonische Reich bereits Teil der hellenistischen Welt unter den Nachfolgern Alexanders des Großen war. Als Priester des Gottes Bel-Marduk hatte Berossos Zugang zu den Tempelarchiven in Babylon, die Keilschrifttafeln enthielten, deren Inhalt sich über Tausende von Jahren erstreckte. Er sah, wie die alten Traditionen seines Volkes zu verblassen drohten und beschloss, ein monumentales Werk zu verfassen, um dieses Wissen für die neue, griechisch sprechende Elite zu bewahren. Dieses Werk nannte er die Babyloniaka. Darin zeichnete er die gesamte Geschichte und Mythologie Mesopotamiens von der Schöpfung bis in seine eigene Zeit auf, basierend auf den alten Keilschriftquellen. Leider ist die Babyloniaka selbst im Laufe der Zeit verloren gegangen. Wir besitzen kein einziges vollständiges Exemplar mehr. Doch ihr Inhalt wurde von späteren antiken Schriftstellern wie Alexander Polyhistor und Eusebius von Caesarea zitiert und zusammengefasst. Durch diese Fragmente, die in den Werken anderer überlebten, kennen wir heute die Geschichte von Oannes mit einer erstaunlichen Detailfülle. Es ist eine faszinierende Kette der Überlieferung. Mündliche Erzählungen der frühen Sumerer werden von akkadischen Schreibern in Keilschrift auf Tontafeln verewigt. Jahrtausende später übersetzt und interpretiert ein babylonischer Priester diese Texte für ein griechisches Publikum. Seine griechischen Schriften werden wiederum von römischen und frühchristlichen Historikern kopiert und zitiert. Und so gelangt das Flüstern aus dem Schilf von Eridu, die Geschichte der Weisen aus dem Meer, schließlich zu uns. Es ist ein eindrucksvolles Zeugnis für die Beständigkeit einer Idee, die so grundlegend war, dass sie den Aufstieg und Fall von Imperien überdauerte. Guten Abend. Legen Sie sich zurück und lassen Sie die Geräusche des Alltags verklingen. Wir reisen heute Nacht zurück an die Ufer von Euphrat und Tigris, in eine Zeit, in der die Götter noch mit den Menschen wandelten. Unsere Geschichte handelt von den Apkallu, den 7 Weisen, die aus dem uranfänglichen Meer stiegen, um der jungen Menschheit die Fundamente ihrer Welt zu schenken. Nachdem sie die Grundlagen des Überlebens gelehrt hatten, Landwirtschaft und Gemeinschaft, wandten sich die Apkallu den feineren, aber entscheidenden Künsten der Zivilisation zu. Stellen Sie sich das erste Lehmziegelhaus vor, das unter ihrer Anleitung errichtet wurde. Es war mehr als nur ein Schutz vor der Witterung. Es war ein Statement, ein Symbol für Dauerhaftigkeit, für die Absicht, an einem Ort zu bleiben und eine Gesellschaft aufzubauen. Die Apkallu, so erzählen es die Mythen, brachten die Prinzipien der Architektur. Sie lehrten die Menschen, wie man Tempel baut, die den Himmel berühren, die Zikkurate. Diese monumentalen Stufentürme waren nicht nur beeindruckende Bauwerke, sie waren auserwählte Orte, an denen die Grenzen zwischen der menschlichen und der göttlichen Welt verschwammen. Sie waren Achsen, die das Reich der Menschen mit dem der Götter verbanden, erbaut nach heiligen geometrischen Prinzipien, die das kosmische Gleichgewicht widerspiegelten. Parallel zur Kunst des Bauens vermittelten sie eine noch mächtigere Technologie, die Schrift. Der Moment, in dem ein in feuchten Ton gedrücktes Zeichen eine Idee über Zeit und Raum hinweg bewahren konnte, war revolutionär. Die Keilschrift, dieses komplexe System aus keilförmigen Abdrücken,
war das Geschenk der Apkallu, um Wissen zu speichern, Gesetze zu kodifizieren und Geschichte festzuhalten. In den Tempelschulen, den sogenannten Eduba, unterrichteten sie die ersten Schreiber, die zu den Hütern des kollektiven Gedächtnisses wurden. Mit der Schrift kam das Recht. Die Apkallu halfen den ersten Königen, die göttlichen Ordnungsprinzipien in menschliche Gesetze zu übersetzen. Es waren nicht mehr die Launen eines Stammesführers, die das Zusammenleben regelten, sondern ein niedergeschriebener Kodex, der für alle galt. Gerechtigkeit, Verträge, Eigentum, all diese Konzepte, die das Fundament einer stabilen Gesellschaft bilden, wurden auf Tontafeln verewigt, inspiriert von der Weisheit, die aus dem Meer kam. Diese drei Gaben, Architektur, Schrift und Recht, waren keine isolierten Fähigkeiten. Sie waren ein ineinandergreifendes System, das Gerüst, auf dem die sumerische Zivilisation emporwachsen konnte, ein dauerhaftes Vermächtnis der mysteriösen Lehrer aus der Tiefe. Während die Städte am Fuße der Zikurate wuchsen und die Schreiber ihre Tafeln füllten, richteten die Apkallu den Blick der Menschheit nach oben, zum unendlichen, samtigen Dunkel des Nachthimmels. Denn dort, so lehrten sie, war die wahre Schrift der Götter eingraviert. Das astronomische Wissen, das sie mitbrachten, war tiefgründig und von einer Präzision, die uns heute noch in Erstaunen versetzt. Es war keine bloße Sternbeobachtung, es war eine heilige Wissenschaft, die den Kosmos als einen geordneten, verständlichen Mechanismus enthüllte. Die Apkallu lehrten die Sumerer, die Muster in den Sternen zu erkennen. Sie gaben den Konstellationen Namen und erzählten die Geschichten der Götter und Helden, die in ihnen verewigt waren. Der Himmel wurde zu einer Landkarte, einem Kalender und einem Orakel zugleich. Die Bewegungen von Sonne, Mond und den 5 sichtbaren Planeten waren keine zufälligen Ereignisse, sondern göttliche Botschaften. Sie zeigten die besten Zeiten für die Aussaat und die Ernte an, bestimmten die Daten für die großen religiösen Feste und warnten vor kommenden Gefahren oder verhießen Segen. Unter ihrer Anleitung entwickelten die sumerischen Priesterastronomen komplexe mathematische Modelle, um die Zyklen der Himmelskörper vorherzusagen. Sie schufen den Lunisolarkalender, der die Mondphasen mit dem Sonnenjahr in Einklang brachte, eine bemerkenswerte intellektuelle Leistung. Sie teilten das Jahr in Monate, den Tag in Stunden und Minuten und legten damit den Grundstein für unsere heutige Zeitmessung. Die Beobachtung der Sterne war untrennbar mit der Astrologie verbunden. Für die Sumerer war das, was oben geschah, ein Spiegelbild dessen, was unten auf der Erde geschehen würde. Das Schicksal der Könige und Reiche konnte in den Sternen gelesen werden. Die Apkallu waren die ersten Meister dieser Kunst, die lehrten, die himmlischen Omen zu deuten und im Einklang mit dem kosmischen Rhythmus zu leben. Dieses Wissen war Macht. Es erlaubte den Herrschern mit göttlicher Autorität zu regieren und gab der Gesellschaft ein Gefühl der Ordnung und Vorhersehbarkeit in einer oft chaotischen Welt. Die Sterne waren nicht länger ferne, kalte Lichter, sondern Wegweiser, von den weisen Lehrern aus dem Meer entschlüsselt und der Menschheit als Navigationsinstrument für ihr irdisches Dasein übergeben. Wir haben über die materiellen und wissenschaftlichen Gaben der Apkallu gesprochen, über Städte, Schrift und die Geheimnisse der Sterne. Doch ihr vielleicht tiefgründigstes und rätselhaftestes Geschenk war immaterieller Natur. Es war das Verständnis der Me, jener göttlichen Dekrete, die das Wesen der Zivilisation selbst ausmachen. Das sumerische Wort Me ist schwer zu übersetzen.
Es bezeichnet eine Sammlung von fundamentalen Prinzipien, Kräften, Konzepten und göttlichen Verordnungen, die alle Aspekte des geordneten, zivilisierten Lebens umfassen. Stellen Sie sich die Mi als eine Art göttliche Software vor, als die Betriebssystemcodes für die menschliche Gesellschaft. Es gab Me für das Königtum und für das Priestertum, für die Wahrheit und die Gerechtigkeit, aber auch für die Lüge und den Krieg. Es gab Me für die Handwerkskünste, wie das Schmieden und das Töpfern, und für die schönen Künste, wie Musik und Gesang. Selbst Konzepte wie Angst, Streit und Frieden waren als Mi definiert. Insgesamt listeten die sumerischen Texte über 100 dieser universellen Prinzipien auf. Der Mythos erzählt, dass diese Mi ursprünglich im Besitz der höchsten Götter waren, insbesondere des weisen Gottes Enki, der in der wässrigen Tiefe des Abzu residierte, genau jenem Ort, aus dem auch die Apkallu stammten. Es war Enki, der diese Dekrete der Zivilisation hütete. Die Rolle der Apkallu war es, als Vermittler zu dienen. Sie waren nicht die Schöpfer der Me, aber sie waren ihre Interpreten, ihre Hüter und ihre Lehrer. Sie brachten der Menschheit nicht nur das Was der Zivilisation bei, sondern auch das Warum und das Wie. Sie erklärten die göttliche Ordnung hinter den Dingen und lehrten die Menschen, wie sie ihre Gesellschaft nach diesen kosmischen Prinzipien ausrichten konnten. Ein König herrschte nicht einfach nur, er übte das Me des Königtums aus. Ein Priester führte nicht nur Rituale durch, er verkörperte das Me des Priestertums. Indem sie die Me verstanden und ehrten, konnten die Menschen Harmonie zwischen ihrer Welt und der Götter schaffen. Die Apkallu waren somit die Philosophen und Theologen der ersten Stunde. Sie lieferten den ethischen und metaphysischen Rahmen, der den materiellen Gaben erst ihren wahren Sinn und ihre Beständigkeit verlieh. Sie lehrten, dass Zivilisation nicht nur aus Ziegeln und Gesetzen besteht, sondern aus einem tiefen Verständnis der göttlichen Ordnung, die allem zugrunde liegt. Die Ära der 7 ursprünglichen Apkallu, jener halbgöttlichen Wesen aus dem Abzu, war eine goldene Zeit des Lernens und des Aufbaus. Doch die sumerischen Mythen sprechen, wie so viele andere Kulturen auch, von einer großen Katastrophe, die diese erste Welt hinwegschwemmte, die große Flut. Die Götter, erzürnt über den Lärm und das sündhafte Verhalten der Menschheit, beschlossen, ihre Schöpfung durch eine gewaltige Sintflut auszulöschen. Dies markiert einen dramatischen Wendepunkt in unserer Geschichte und in der Rolle der Weisen. Vor der Flut, so heißt es in den Keilschrifttexten, existierten die 7 Apkallu als Berater der vorsintflutlichen Könige. Sie waren die Architekten der ersten Zivilisation. Doch als die Wasser kamen, schien ihre Arbeit und all das übermittelte Wissen dem Untergang geweiht. Der Held der sumerischen Flutgeschichte, Ziusudra, in späteren akkadischen und babylonischen Versionen als Utnapishtim oder Atrahasis bekannt, wurde vom Gott Enki gewarnt. Enki, der Schutzherr der Apkallu und der Menschheit, befahl ihm, ein riesiges Schiff zu bauen, um seine Familie und die Samen allen Lebens zu retten. Die Flut kam und vernichtete die Welt. Als die Wasser zurückgingen und Ziusudra mit seiner Arche auf dem Berg Nisir landete, begann die Menschheit von Neuem. Doch die Welt hatte sich verändert. Die direkte Verbindung zu den Göttern schien brüchiger geworden zu sein. Und auch die Natur der Apkallu wandelte sich. Die Texte sprechen nun von einer neuen Art von Weisen, den nachsintflutlichen Apkallu. Diese waren keine halb fischartigen Wesen mehr, sondern menschliche Gelehrte, Priester und Heiler, die als Träger der alten Weisheit galten.
Ihre Aufgabe war es, die Überreste des Wissens aus der Zeit vor der Flut zu sammeln, zu bewahren und die neue Zivilisation auf den Fundamenten der alten wieder aufzubauen. Sie waren die menschlichen Erben der göttlichen Lehrer. Die Legende besagt, dass einige der vorsintflutlichen Apkallu die heiligen Texte und die Me vor der Flut vergraben hatten, damit sie von den Überlebenden wiedergefunden werden konnten. Die nachsintflutlichen Weisen übernahmen die heilige Pflicht, diese Fragmente der verlorenen Weisheit zu entschlüsseln und die Menschheit erneut zu unterweisen. Die Apkallu wurden so zu einem Symbol der Kontinuität und der unzerstörbaren Natur des Wissens. Selbst nach der größten denkbaren Katastrophe überdauerte ihre Lehre und ermöglichte es der Zivilisation, aus den Ruinen wiedergeboren zu werden, stärker und weiser als zuvor. Guten Abend. Wenn wir uns den Apkallu in der mesopotamischen Kunst nähern, tritt uns ein Bild von eindringlicher Fremdartigkeit entgegen. Es ist die Gestalt eines Wesens, das halb Mensch, halb Fisch ist. Doch dies ist keine simple Verschmelzung, wie bei einer Meerjungfrau. Die Darstellung ist subtiler und theologisch weitaus aufgeladener. Meist sehen wir eine menschliche Gestalt, vollständig und aufrecht, die jedoch von einem großen Fisch wie von einem Mantel umhüllt ist. Der aufgerissene Kopf des Fisches sitzt wie ein Helm oder eine Mitra auf dem Haupt des Weisen, während der geschuppte Körper über seinen Rücken und seine Schultern fällt. Diese Ikonographie ist kein Zufallsprodukt künstlerischer Laune. Sie ist ein dichtes Gewebe aus Symbolen. Der Fischmantel ist das offizielle Gewand der Gesandten des Abzu. Er verweist unmissverständlich auf ihre Herkunft und ihre Autorität. Sie sind Wesen zweier Welten. Sie wandeln auf dem trockenen Land der Menschen, aber ihre Essenz, ihre Weisheit und ihre Macht entstammen der wässrigen Tiefe, dem Reich des Gottes Enki-Ea. Das Wasser selbst war im sumerischen Denken ein Element von gewaltiger Ambivalenz. Es war die Quelle allen Lebens, das Süßwasser, das die Kanäle füllte und die Ernte ermöglichte. Gleichzeitig war es die unkontrollierbare Flut, das chaotische, unergründliche Meer. Die Apkallu, gehüllt in das Symbol dieses Elements, sind die Meister seiner positiven Aspekte. Sie zähmen das Chaos nicht durch Gewalt, sondern indem sie seine immanente Weisheit kanalisieren und in die Strukturen der Zivilisation umwandeln. Spätere Darstellungen aus assyrischer Zeit zeigen Priester, die während bestimmter Rituale ganz ähnliche Fischmäntel tragen. Hier sehen wir den faszinierenden Übergang vom Mythos zur rituellen Praxis. Der Priester wird zum menschlichen Stellvertreter des Apkallu. Indem er dessen Gewand anlegt, verkörpert er symbolisch die ursprüngliche Weisheit und stellt eine Verbindung zum göttlichen Ursprung des Wissens her. Der Fischmantel ist also weit mehr als eine Verkleidung. Er ist ein theologisches Manifest, eine visuelle Erinnerung daran, dass die Grundlagen der menschlichen Kultur, nach dem Glauben der Sumerer, ein Geschenk aus einer anderen, tieferen und weiseren Welt waren. Die große Flut markiert in der mesopotamischen Mythologie eine tiefe Zäsur, einen Bruch in der Geschichte der Welt. Sie trennt die Zeit der direkten göttlichen Intervention von der Ära, in der die Menschheit lernen musste, auf eigenen Füßen zu stehen. Dies spiegelt sich auch in der Geschichte der Weisen wider. Die ursprünglichen 7 Apkallu, die halbgöttlichen Fischwesen, kehrten nach getaner Arbeit ins Abzu zurück und erschienen nicht wieder. Doch die Weisheit selbst ging nicht verloren. Sie wurde transformiert und in neue Gefäße gegossen. Nach der Flut trat eine neue Art von Weisen auf den Plan.
Texte bezeichnen sie als Ummanu, ein Wort, das wir am besten mit Gelehrter, Meister oder Handwerker übersetzen können. Dies waren keine mythischen Hybriden mehr, sondern sterbliche Menschen von außergewöhnlicher Intelligenz und Begabung. Die Tradition zählt 7 menschliche Weise, die nach der Flut wirkten und als Nachfolger der Apkallu galten. Berühmte Namen wie Nungal Pirigal, der Weise zur Zeit des legendären Königs Enmerkar, oder Sinleki Unini, dem die Standardversion des Gilgamesch-Epos zugeschrieben wird, gehören zu dieser Gruppe. Sie waren Berater von Königen, Meisterarchitekten, die die Mauern großer Städte entwarfen, Heiler und die Hüter des überlieferten Wissens. Diese Entwicklung ist von immenser kultureller Bedeutung. Sie zeigt eine Verlagerung des Sakralen. Die göttliche Weisheit ist nicht mehr ausschließlich an ein fremdartiges, übernatürliches Wesen gebunden. Sie kann nun im Menschen selbst wohnen. Sie wird zu etwas, das durch Lehre, Studium und Hingabe erworben und weitergegeben werden kann. Die Tempelschulen und die Zunft der Schreiber wurden zu den neuen Institutionen, die das Erbe der Apkallu bewahrten. Die Ummanu waren die menschlichen Fackelläufer, die das von den Apkallu entzündete Feuer der Zivilisation von einer Generation zur nächsten trugen. So wandelte sich der Mythos. Aus der einmaligen Offenbarung durch die Fischweisen wurde eine lebendige Tradition des Lernens und der Gelehrsamkeit, eine menschliche Anstrengung, die göttliche Ordnung auf Erden zu verstehen und zu bewahren. Die Geschichte von weisen Lehrern, die aus dem Wasser steigen, um der Menschheit die Zivilisation zu bringen, ist ein erstaunlich widerstandsfähiges und weitreichendes Motiv. Verlassen wir Mesopotamien für einen Moment und richten unseren Blick über den Globus, so finden wir faszinierende Parallelen, Echos der Apkallu-Legende in den Mythen weit entfernter Völker. Eine der verblüffendsten Ähnlichkeiten findet sich in der Kosmologie der Dogon in Westafrika. Ihre Überlieferungen sprechen von den Nommo, amphibischen Wesen, die vom Sirius-Sternensystem auf die Erde kamen. Sie werden als fischähnliche, intelligente Kreaturen beschrieben, die in Arche vom Himmel herabstiegen und den ersten Menschen die Sprache, das Weben und die Landwirtschaft lehrten. Wie die Apkallu waren sie Kulturstifter, die aus einer anderen Welt kamen, um die menschliche Gesellschaft zu formen. Reisen wir über den Atlantik nach Mesoamerika, begegnen wir der Gestalt des Quetzalcoatl, der gefiederten Schlange. In vielen Legenden wird er als ein bärtiger, hellhäutiger Gott beschrieben, der aus dem östlichen Meer ankam. Er lehnte Menschenopfer ab und lehrte die Menschen den Kalender, die Astronomie, die Architektur und die Kunst. Er war der Inbegriff des Kulturheros, eines wohlwollenden göttlichen Lehrers, der nach einer Zeit des goldenen Zeitalters wieder über das Meer verschwand, mit dem Versprechen, eines Tages zurückzukehren. Ähnliche Figuren finden wir im Andenraum mit Viracocha, der aus dem Titicacasee hervorging, um die Welt zu ordnen, oder bei anderen indigenen Völkern Amerikas. Was sollen wir von diesen Parallelen halten? Es ist verlockend, aber intellektuell unredlich, sofort auf direkte historische Verbindungen oder gar pseudowissenschaftliche Theorien über urzeitliche globale Zivilisationen zu schließen. Wahrscheinlicher ist, dass wir hier einem universellen Archetyp begegnen. Die Frage nach dem Ursprung des Wissens ist eine grundlegende menschliche Frage. Der Mythos des Kulturheros bietet eine poetische Antwort. Das Wissen, das uns von den Tieren unterscheidet, ist so tiefgreifend und transformativ,
dass es sich anfühlt, als müsse es ein Geschenk von außen sein, ein Funke aus einer göttlichen oder fremden Sphäre. Die Apkallu, die Nommo und Quetzalcoatl sind verschiedene kulturelle Ausdrucksformen derselben tiefen Intuition über das Mysterium unseres eigenen Bewusstseins. Um die Apkallu wirklich zu verstehen, müssen wir ihren Ursprungsort verstehen. Das Apzu. Dieser Begriff ist weit mehr als nur eine geografische Bezeichnung für eine Wasserquelle. Das Apzu ist ein zentrales kosmologisches Konzept der sumerischen Weltanschauung. Es ist der gewaltige Süßwasserozean, der unter der Erde liegt. Eine unendliche, unergründliche Tiefe. Es ist die Quelle aller Flüsse, Seen und Brunnen und damit die Quelle allen Lebens in der trockenen Landschaft Mesopotamiens. Doch seine Bedeutung ist nicht nur physischer Natur. Das Apzu ist auch eine metaphysische Realität. Es ist das Reich des Gottes Enki, der auf Akkadisch Ea genannt wird, dem Gott der Weisheit, der Magie, der Handwerkskunst und der Schöpfung. Sein Tempel in der Stadt Eridu trug den Namen E-Apzu, das Haus des Ozeans. Das Apzu ist somit nicht nur Enkis Wohnort, sondern auch die Quelle seiner Macht und seines unendlichen Wissens. Es ist ein Reich des reinen Potenzials, ein Zustand vor der Formgebung, in dem alle Ideen, alle Pläne und alle Möglichkeiten existieren. Es ist die kosmische Matrix, aus der die zivilisierte Welt geformt wird. Die Apkallu sind die personifizierten Agenten dieses schöpferischen Prinzips. Wenn sie aus dem Apzu aufsteigen, bringen sie nicht nur Anweisungen, sondern die Essenz des Apzu selbst mit an die Oberfläche. Ihre Lehren über Architektur, Schrift und Gesetze sind Manifestationen der verborgenen Ordnung, die in Enkis Reich schlummert. Sie übersetzen das unendliche Potenzial des Apzu in konkrete, für die Menschheit nutzbare Strukturen, die sogenannten Me, die göttlichen Prinzipien der Zivilisation. Diese Vorstellung spiegelte sich auch im realen Leben wider. In vielen sumerischen Tempeln gab es ein heiliges Wasserbecken, das ebenfalls Apzu genannt wurde. Priester nutzten dieses Becken für rituelle Waschungen, eine symbolische Handlung, die sie mit dem reinen, schöpferischen Ursprung allen Seins in Verbindung bringen sollte. Das Apzu ist somit der Urgrund der sumerischen Realität. Ein stiller, dunkler Ozean der Weisheit, aus dem die 7 Weisen wie Funken der Erleuchtung emporstiegen, um das Licht der Zivilisation in die Welt der Menschen zu tragen. Guten Abend. Wenn wir uns Erzählungen wie die der Apkallu nähern, betreten wir ein faszinierendes Grenzgebiet zwischen Mythos und möglicher historischer Erinnerung. Als Historiker ist es unsere Aufgabe, nicht mit einem Hammer, sondern mit einem feinen Pinsel vorzugehen. Wir dürfen den Mythos nicht einfach als unwahre Fantasie abtun, denn darin liegt oft der Schlüssel zum Selbstverständnis einer Kultur. Gleichzeitig dürfen wir ihn nicht als wörtlichen Tatsachenbericht lesen. Der erste Schritt ist die Trennung des Rahmens von der Botschaft. Der Rahmen ist die fantastische Erzählung. Wesen, halb Mensch, halb Fisch, die aus dem urzeitlichen Ozean aufsteigen. Dies ist die poetische Einkleidung, die Sprache, die eine präwissenschaftliche Gesellschaft nutzte, um außergewöhnliche Ereignisse zu beschreiben und zu deuten. Die Botschaft, der Kern, ist jedoch etwas Greifbareres. Die Ankunft von fundamental neuem Wissen, das die Gesellschaft für immer veränderte. Die Landwirtschaft, die Architektur, die Schrift, die Gesetze. Dies waren keine kleinen, schrittweisen Verbesserungen. Es waren revolutionäre Sprünge. Die sumerische Kultur erlebte einen so rasanten Aufstieg, dass sie ihn sich selbst nur durch einen göttlichen
oder übermenschlichen Eingriff erklären konnte. Die Apkallu sind somit eine Metapher für den zivilisatorischen Funken. Sie personifizieren den Moment, in dem akkumuliertes Wissen eine kritische Masse erreicht und eine kulturelle Explosion auslöst. Unsere Aufgabe ist es, die mythologische Hülle vorsichtig zu öffnen, ohne den historischen Kern zu beschädigen. Wir fragen nicht, gab es wirklich Fischmenschen? Sondern, welches historische Ereignis oder welcher Prozess war so tiefgreifend, dass er eine solche Legende hervorbrachte? Es könnte die Ankunft einer neuen Bevölkerungsgruppe mit fortschrittlichen Techniken sein, eine bahnbrechende Erfindung eines Einzelnen oder eine Kette von Innovationen, die durch Umweltveränderungen angestoßen wurden. Der Mythos ist die Erinnerung, die bleibt, wenn die genauen Details in den Nebeln der Vorgeschichte verblassen. Er ist nicht die Geschichte selbst, aber er ist ein leuchtender Wegweiser zu ihr. In unserer Suche nach Antworten auf die großen Fragen der Vergangenheit stoßen wir unweigerlich auf Theorien, die einfache, aber dramatische Lösungen anbieten. Eine der bekanntesten ist die Präastronautik, populär gemacht durch Autoren wie Zecharia Sitchin. Seine These besagt, dass die Apkallu und andere göttliche Figuren, wie die Anunnaki, außerirdische Besucher vom Planeten Nibiru waren. Es ist eine verlockende Idee, die das Rätsel des schnellen sumerischen Aufstiegs mit einem einzigen, kühnen Federstrich zu lösen scheint. Doch wenn wir diese Theorie mit der gleichen intellektuellen Strenge betrachten, die wir auf andere historische Quellen anwenden, zeigen sich grundlegende Schwächen. Der Kern des Problems liegt in der Methodik. Sitchins Interpretationen basieren auf fehlerhaften oder höchst eigenwilligen Übersetzungen sumerischer und akkadischer Texte. Wo anerkannte Sumerologen das Wort für Götter oder die von königlichem Samen lesen, sieht Sitchin, die vom Himmel kamen. Wo Texte von Himmelskörpern wie Planeten und Sternen im Kontext von Omen und Astrologie sprechen, liest er interplanetare Reisebeschreibungen. Diese Vorgehensweise ignoriert den gesamten kulturellen, religiösen und sprachlichen Kontext, in dem diese Texte entstanden sind. Es ist, als würde man ein Gedicht von Goethe nehmen, jedes dritte Wort neu übersetzen und dann behaupten, es sei eine Anleitung zum Bau eines Automotors. Die akademische Gemeinschaft der Altorientalisten, also die Menschen, die ihr Leben dem Studium dieser Kulturen widmen, lehnt diese Thesen geschlossen ab. Nicht aus Dogmatismus oder um eine Wahrheit zu unterdrücken, sondern weil sie den einfachsten wissenschaftlichen Überprüfungen nicht standhalten. Die Präastronautik nimmt den Sumerern ihre eigene Genialität. Sie ersetzt das faszinierende, komplexe Puzzle der menschlichen Kulturentwicklung durch ein simples Szenario externer Beeinflussung. Anstatt die beeindruckende Fähigkeit unserer Vorfahren zu würdigen, komplexe Gesellschaften zu schaffen, degradiert sie zu passiven Empfängern außerirdischer Hilfe. Die wahre Geschichte, die in den Keilschrifttafeln verborgen ist weitaus nuancierter und, wie ich finde, auch weitaus beeindruckender. Nachdem wir die pseudowissenschaftlichen Erklärungen beiseite gelegt haben, stehen wir vor dem wahren, dem eigentlichen Mysterium. Und es ist nicht weniger erstaunlich. Wie konnte die sumerische Zivilisation in der späten Uruk-Zeit, etwa im 4. Jahrtausend vor Christus, eine so explosive Entwicklung durchlaufen? Dies ist keine Frage, die sich mit Aliens beantworten lässt, sondern eine, die uns tief in die Dynamik menschlicher Innovation führt. Die Antwort ist nicht ein einzelnes Ereignis, sondern eine Konvergenz mehrerer Faktoren.
ein perfekter Sturm der Kreativität. Stellen Sie sich das südliche Mesopotamien vor. Ein Land, das vom unberechenbaren Rhythmus der Flüsse Tigris und Euphrat geprägt ist. Die Notwendigkeit, die jährlichen Überschwemmungen zu kontrollieren und das Wasser für die Landwirtschaft zu nutzen, schuf einen enormen evolutionären Druck. Dies zwang die Menschen zur Zusammenarbeit in großem Maßstab und führte zur Entwicklung komplexer Bewässerungssysteme, eine der ersten großen Ingenieurleistungen der Menschheit. Mit den landwirtschaftlichen Überschüssen wuchsen die Siedlungen zu den ersten Städten der Welt heran. Uruk, Ur, Eridu. Städte sind Schmelztiegel für Ideen. Menschen mit unterschiedlichen Fähigkeiten und Kenntnissen lebten auf engem Raum zusammen, tauschten sich aus und beschleunigten so den Innovationsprozess. Der wachsende Handel und die komplexe Verwaltung dieser städtischen Zentren erforderten eine neue Technologie zur Aufzeichnung von Informationen. Dies war die Geburtsstunde der Schrift. Zuerst als einfache Piktogramme zur Erfassung von Waren, entwickelte sie sich schnell zur komplexen Keilschrift, die Gesetze, Epen und Mythen festhalten konnte. Die Erfindung des Rades, die Entwicklung der Metallurgie zur Herstellung von Bronze und die Schaffung komplexer sozialer Hierarchien mit Priestern, Kriegern und Handwerkern, all dies geschah in einem bemerkenswert kurzen Zeitraum. Der Mythos der Apkallu ist die poetische Antwort der Sumerer auf ihre eigene, kaum fassbare Erfolgsgeschichte. Sie blickten zurück und sahen einen so gewaltigen Sprung von einfachen Bauerndörfern zu monumentalen Zikkurat-Städten, dass es sich wie ein Geschenk von außen anfühlen musste. Das wahre Mysterium ist nicht, woher die Weisen kamen, sondern die schier unendliche Kapazität des menschlichen Geistes, auf Herausforderungen mit brillanter Kreativität zu reagieren. Die Geschichte der Apkallu endet nicht mit dem Untergang Sumers. Wie ein starker Strom, der in einen größeren Fluss mündet, floss diese Legende in die Kulturen ein, die auf die Sumerer folgten: die Akkader, die Babylonier und die Assyrer. Das Konzept der 7 urzeitlichen Weisen erwies sich als außerordentlich widerstandsfähig und anpassungsfähig. Es wurde zu einem fundamentalen Bestandteil des mesopotamischen Weltbildes. In späteren babylonischen Texten, wie dem Gilgamesch-Epos oder dem Weltschöpfungsmythos Enuma Elish, finden wir Echos dieser ursprünglichen Lehrer. Die Rolle des Umanu, des gelehrten Meisters oder Weisen, wurde zu einer hoch angesehenen Position in der Gesellschaft. Diese Gelehrten, die als Schreiber, Astronomen, Ärzte und Beschwörungspriester dienten, sahen sich selbst als die geistigen Erben der Apkallu. Sie waren die Hüter des heiligen Wissens, das einst aus dem Apsu, dem Süßwasserozean, gebracht worden war. Könige schmückten sich mit dem Titel, weise zu sein wie die Apkallu. Assurbanipal, der große assyrische König und Gründer der berühmten Bibliothek von Ninive, rühmte sich damit, die verborgenen Geheimnisse der Keilschrift zu verstehen, ein Wissen, das direkt auf die Lehren der Weisen vor der Flut zurückgeführt wurde. Die Legende diente somit als Legitimationsgrundlage für Wissen und Autorität. Sie schuf eine ununterbrochene Traditionslinie, die von den Göttern über die Apkallu bis hin zu den zeitgenössischen Gelehrten und Herrschern reichte. Jede Tontafel, die kopiert wurde, jedes astronomische Phänomen, das beobachtet wurde, war Teil dieses großen Erbes. Die Apkallu waren nicht mehr nur mythologische Figuren, sie waren das Symbol für die Beständigkeit der Zivilisation selbst. Sie repräsentierten die Überzeugung, dass Wissen die ultimative Waffe gegen das Chaos ist und dass die Weitergabe dieses Wissens
von einer Generation zur nächsten die heiligste Aufgabe der Menschheit ist. Dieses Erbe, in unzähligen Tontafeln für die Ewigkeit festgehalten, ist der wahre Schatz, den uns die Weisen aus dem Meer hinterlassen haben. Wenden wir unseren Blick nun von den kosmischen Ursprüngen hin zur irdischen Macht, zur Institution des Königtums. Wie legitimierte sich ein Herrscher in einer Welt, die gerade erst aus dem mythischen Nebel trat? Die Antwort, so scheint es, lag in der direkten Verbindung zu jener ursprünglichen Weisheit, die von den Apkallu gebracht wurde. Die sumerische Königsliste, jenes faszinierende Dokument, das mythische Vor-Sintflut-Herrscher mit historischen Königen verwebt, ist hier unser Leitfaden. Sie suggeriert eine ununterbrochene Kette der Herrschaft, die vom Himmel selbst herabkam. Doch wer beriet diese ersten gottgleichen Könige? Die Texte sind eindeutig: es waren die Weisen. Jeder der vorsintflutlichen Könige, so heißt es, hatte einen Apkallu als seinen persönlichen Ratgeber. Oannes beriet den ersten König, Alulim. Andere folgten, jeder einem Herrscher zugeordnet, um sicherzustellen, dass die göttlichen Prinzipien der Zivilisation, Recht, Ordnung, Architektur, Schrift korrekt umgesetzt wurden. Diese Verbindung war mehr als nur eine nette Geschichte. Sie war das Fundament politischer Legitimität. Ein König, der seine Abstammung oder die Weisheit seiner Herrschaft auf die Lehren der Apkallu zurückführen konnte, herrschte nicht aus reiner Willkür, sondern als Verwalter eines göttlichen Plans. Besonders in der Stadt Uruk, der Heimat des legendären Gilgamesch, wird diese Verbindung greifbar. Gilgamesch selbst wird in späteren Texten als jemand beschrieben, der verborgenes Wissen aus der Zeit vor der Flut zurückbrachte. Eine klare Anspielung auf die Weisheit der Apkallu. Er baute die Mauern von Uruk, ein Akt, der sowohl Ingenieurskunst als auch heilige Geometrie erforderte. Wissen, das als Erbe der Weisen galt. Das Königtum war also nicht nur eine Frage der militärischen Stärke, sondern des Zugangs zu einem heiligen Wissensschatz. Die Apkallu waren die unsichtbaren Architekten hinter den Thronen. Ihre Lehren das Fundament, auf dem die ersten Dynastien errichtet wurden. Sie transformierten rohe Macht in geordnete Herrschaft und gaben dem menschlichen König eine göttliche Aufgabe. So reich die Überlieferungen auch sind, die uns von den Apkallu und ihrem Wirken erzählen, sie werfen eine noch tiefere, fast schmerzliche Frage auf. Was wissen wir nicht? Was von diesem angeblich göttlichen Wissen ist für immer verloren gegangen? Die Tontafeln, unsere unschätzbaren Fenster in die Vergangenheit, sind zerbrechlich. Bibliotheken, wie die des Assurbanipal in Ninive, unsere Hauptquelle für viele dieser Mythen, wurden durch Krieg und Feuer zerstört. Was wir heute besitzen, sind nur die Scherben eines einst unermesslichen Mosaiks. Die Texte sprechen von tiefgreifendem Wissen in Astronomie, Mathematik, Medizin und Magie. Sie erwähnen Rituale zur Besänftigung der Götter, Baupläne für Tempel, die das Universum widerspiegeln sollten, und Kenntnisse über die Me, die göttlichen Prinzipien, die die Welt zusammenhalten. Doch wie viel davon ist uns konkret überliefert? Wir können die mathematischen Fähigkeiten der Babylonier aus ihren Keilschrifttafeln rekonstruieren und ihre beeindruckenden astronomischen Beobachtungen nachvollziehen. Aber war dies die Gesamtheit des Wissens, das die Apkallu brachten? Oder ist es nur der praktische, überlebensnotwendige Teil, während die tieferen, philosophischen oder esoterischen Lehren verloren gingen? Die Wüsten des Irak und Syriens sind ein riesiges, unausgegrabenes Archiv. Unter den Sanddünen
liegen die Ruinen von Städten, deren Namen wir kaum kennen. Jede archäologische Grabung ist ein Glücksspiel, eine Hoffnung, ein weiteres Fragment zu finden, das eine Lücke füllt. Vielleicht liegt irgendwo unter dem Sand von Eridu oder einem noch unentdeckten Ort eine Tafel begraben, die uns mehr über die Natur der Apkallu verrät. Vielleicht existiert ein Text, der ihre Lehren nicht nur erwähnt, sondern sie detailliert beschreibt. Bis dahin bleibt uns nur die Spekulation. War ihr Wissen rein technischer Natur? Ein evolutionärer Sprung in der Bronzezeit, der später mythologisiert wurde? Oder verbirgt sich dahinter eine verlorene spirituelle Tradition, ein Verständnis des Kosmos, das uns heute fremd ist? Der Sand schweigt und das verlorene Wissen bleibt eines der größten ungelösten Rätsel der Menschheitsgeschichte. Ein leiser Vorwurf an die Vergänglichkeit allen menschlichen Strebens. Lassen Sie uns für einen Moment die rein historische und archäologische Ebene verlassen und die Geschichte der Apkallu als das betrachten, was sie vielleicht in ihrem tiefsten Kern ist. Eine zeitlose Metapher. Eine Metapher für einen der grundlegendsten Prozesse der menschlichen Zivilisation, den Wissenstransfer. Jede Kultur, jede Gesellschaft steht irgendwann an einem Scheideweg, an dem neues Wissen eintrifft, das alles verändert. Dieses Wissen kann von außen kommen, durch den Kontakt mit einer fortschrittlicheren Kultur. Es kann von innen kommen, durch eine plötzliche, revolutionäre Erfindung. Oder es kann, wie im Mythos, aus einer unergründlichen göttlichen Quelle stammen. Die Apkallu, diese seltsamen Wesen aus dem Meer, sind die perfekte Personifikation dieses Moments. Sie sind Fremde, aber sie sind Lehrer. Sie sind andersartig, fischähnlich, aber sie bringen die Werkzeuge des Fortschritts. Der Mythos fängt die Ambivalenz ein, die mit jedem großen Wissenssprung einhergeht, die Ehrfurcht vor dem Neuen, die Unsicherheit gegenüber dem Fremden und die Anerkennung der transformativen Kraft. In unserer modernen Welt erleben wir ständig solche Momente. Denken Sie an die Erfindung des Buchdrucks, die das Wissen demokratisierte? Denken Sie an die industrielle Revolution, die die Gesellschaft umstrukturierte? Oder denken Sie an das digitale Zeitalter, in dem Informationen aus einer Art globalem, technologischem Abzu auf uns einströmen. Jedes Mal mussten wir lernen, mit diesem neuen Wissen umzugehen, es zu integrieren und unsere Welt neu zu ordnen. Die Sumerer verpackten diesen Prozess in die poetische Erzählung von 7 Weisen aus dem Meer. Sie schufen damit ein starkes Bild dafür, dass Zivilisation kein Zufall ist, sondern das Ergebnis eines bewussten Aktes der Lehre und des Lernens. Die Apkallu erinnern uns daran, dass Wissen ein Geschenk ist, eine heilige Gabe, die Verantwortung mit sich bringt. Sie sind das mythische Echo der ersten Lehrer, der ersten Ingenieure, der ersten Priester. All jener, die den Grundstein für die komplexe Welt legten, in der wir heute leben. Der Mythos ist somit keine bloße Geschichte über Fabelwesen. Er ist eine tiefgründige Reflexion über unseren eigenen Aufstieg aus der Dunkelheit der Unwissenheit ins Licht des Verstehens. Unsere Reise neigt sich dem Ende zu. Wir sind den Spuren der Apkallu gefolgt, von den Ufern von Eridu bis zu den Bibliotheken von Ninive, von den Fundamenten des Königtums bis in die Tiefen der Metapher. Nun kehren wir dorthin zurück, wo alles begann, zum Meer, zum Abzu, dem kosmischen Ozean der sumerischen Vorstellung, der Quelle allen Wissens, allen Lebens und aller Geheimnisse. Die Apkallu kamen aus diesen unergründlichen Tiefen und nach vollbrachter Tat, so erzählen es die Mythen,
kehrten sie dorthin zurück. Sie hinterließen die Zivilisation, aber sie nahmen ihr letztes Geheimnis wieder mit sich. Dieses Bild des stillen, unendlichen Meeres ist vielleicht das passendste Schlusswort für unsere Betrachtung. Es symbolisiert das große Unbekannte, das unsere menschliche Existenz umgibt. Wir können noch so viele Tontafeln entziffern, noch so viele Ruinen ausgraben. Am Ende stehen wir immer am Ufer eines Ozeans des Nichtwissens. Die Geschichte der Apkallu gibt uns keine endgültigen Antworten auf die Frage nach unserem Ursprung. Sie ist keine wissenschaftliche Abhandlung über außerirdische Besucher oder eine verlorene Zivilisation. Sie ist etwas viel Tieferes. Sie ist der Ausdruck des menschlichen Staunens. Das Staunen darüber, wie aus einer Handvoll Lehmhütten eine Hochkultur entstehen konnte. Das Staunen über den Funken der Inspiration, der die Schrift, die Mathematik und die Kunst entzündete. Die Sumerer gaben diesem Staunen eine Form, ein Gesicht, das eines weisen Wesens aus dem Meer. Indem wir uns mit diesen alten Mythen beschäftigen, verbinden wir uns mit den grundlegendsten Fragen, die sich die Menschheit je gestellt hat. Woher kommen wir? Woher kommt unser Wissen? Und was liegt jenseits des Horizonts unseres Verständnisses? Die Apkallu mögen für immer in den Tiefen des Abzu verschwunden sein, aber ihre Geschichte hallt durch die Jahrtausende nach. Sie ist eine leise, meditative Erinnerung daran, dass am Anfang jeder Zivilisation ein tiefes Geheimnis steht und dass die Suche nach Wissen die edelste aller menschlichen Reisen ist. Das Meer schweigt. Und in seiner Stille liegt die ganze Poesie unseres Ursprungs.